Ein 914er Mercedes-Benz. Ja, der wurde frisch gerade zum Wohnmobil umgebaut. Er kommt aus Remscheid und hier ist der Dirk. Ich grüße dich herzlich. Hallo. Ja, ihr habt da tausende von Stunden Arbeit reingesteckt. Ja, und das Resultat, würde ich sagen, kann sich sehen lassen. Alles in Eigenleistung gemacht. Hier und da hat uns ein Schlosser geholfen, ganz klar. Aber 95% haben wir selber gemacht. Ja, auch hier, der ist schön gemacht. Das war mal ein Feuerwehrauto auch. Das war mal ein Schlauchwagen mit dem Originalkoffer oben drauf und Ladebordwand hinten. Alles abgebaut und dann eben halt komplett neu umgestrickt und dann zu einer schönen Ausbaustufe gekommen. ausgebaut, Ja, ihr habt bereits schon ein Mobil, da haben wir gerade noch einen Film drüber gedreht. Das war vorher schon umgebaut. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich einiges gelernt daraus. Auf jeden Fall. Hier sind die Fehler, die wir an dem gemacht haben, ausgemerzt und weiterentwickelt worden. Und es ist alles etwas perfekter geworden. Ja, man sieht es ja vorne, Edelstahl ist euer Freund. Ja, klar. Ich meine, soll ja langlebig halten. Ne? Das Ganze soll nicht nur optisch schön sein, soll ja auch lange schön sein. So, und hier ist noch jemand. Du bist wer? Ich bin der Christoph, hallo. Hallo Christoph, du bist gerade gegen das Licht. Guck mal auf die Uhr, wir haben 10 Uhr, ist nicht schlimm. Nee, ich kann mich Denn auch drehen. wir stehen nämlich gerade in Kalka, da ist eine ganz große Expo, die heute stattfindet. Wir sind ja am Freigelände, das heißt auf dem Campingplatz, sage ich mal. Da steht ihr hier, denn der steht jetzt zum Verkauf. Der steht zum Verkauf, ja, das war unser Feierabendprojekt und da wir so viel Spaß hatten bei dem Bauen von dem Weißen, haben wir gesagt, komm, wir bauen noch mal einen, so, weil uns ganz viele angesprochen haben, den würden wir gerne kaufen. Und dann hörten sie, oh scheiße, du brauchst den großen LKW-Führerschein, den habe ich nicht. Und deswegen haben wir den so gebaut, dass das realistische 7,5 Tonnen sind. Das heißt, du hast auch noch Zuladung, zwar nicht so viel wie da links, aber du hast noch entsprechende Zuladung, dass du noch mit dem kleinen oder alten Dreier-Führerschein dieses Fahrzeug fahren kannst. Ja, das ist ja das ganz große Thema, ist ja der C1E oder der C1, den man dann hat. Ja. Das heißt, bis 7,5 Tonnen darf man den fahren. Drüben ist Klasse C. Problem ist auch, viele haben Angst vor diesen Prüfungen, die man immer machen muss ab 50. Ja. Die entfallen beim alten C1E. Ja, beim C1 musst du erst ab 50 hin, aber bei dem C muss ich auch alle 5 Jahre zur ärztlichen Untersuchung hin. Ja, so sieht's aus. Und hier vorne ist der Kraftstofftank. Auch der ist noch original? Nein, das ist einer von, ich glaube, von einem Actros. Das sind so Überführungstanks, die Fernverkehrs-LKWs bekommen. Dann fahren die damit zur Spedition und bekommen dann den 1000-Liter-Tank. Und die werden dann schon mal für kleines Geld angeboten. Sehr schön, das hat man dann. Auch hier, der wurde komplett renoviert, das heißt unten, oben, überall. Ja, wie war der Zustand, alles. als ihr den bekamt? Der war eigentlich recht ordentlich, außer dass er nicht fuhr, weil das Automatikgetriebe keinen Vortrieb mehr hatte. Und dann haben wir da ganz einfach ein Schaltgetriebe eingebaut, ein normales Ganz 0815 Getriebe, was du überall repariert kriegst und das Ding fährt perfekt. Okay, das Schaltgetriebe, das lag noch irgendwo rum, oder wie? Das haben wir von einem Verwerter bekommen. Von einem Verwerter, von einem Schrotthändler quasi. Ja, quasi, genau. Und da hinten, da ist der Kardan? Das ist die Kardanwelle, genau, vom Verteilergetriebe auf die Hinterachse. Ja, das ist Technik, wir haben schon mal drüber gesprochen, beim anderen LKW weltweit kriegst du dafür alles repariert. Eigentlich schon, ja. Mercedes hat schon eine relativ gute Ersatzteilversorgung. Klar, mittlerweile gibt es auch so irgendwelche Sachen für ein Fahrerhaus nicht mehr, aber die ganzen technischen Sachen bekommst du immer noch. Okay, wenn da mal am Motor irgendwas kaputt geht. Da vorne ist der Außengasanschluss 30 mA. Ja, oder was? genau. Millibar, 30 Millibar. 30 mA, 30 Millibar. 30 Millibar, genau. Und dann wollten wir hier auch noch, das haben wir aber noch nicht geschafft, auch noch so einen Außengrill einbauen, dass man eben auch mal außen grillen kann oder mal eine Pot Kartoffeln kochen kann und sowas dann in die Staukiste integrieren. Wenn du mal so lieb bist, mir das mal zeigst, was da drin ist im Moment. Im Moment ist da nur ein bisschen Werkzeug drin. Bisschen Werkzeug, sag mal. Ich will nur gerade mal das Volumen mal sehen. Die Staukiste ist natürlich angewinkelt. Das Ja, eben halt eine optische Geschichte, ist so. dass das eben halt stimmig zu dem Fahrzeug passt. So, und da hat man dann ein bisschen Platz. Das Ganze ist auch dicht. Ja, das ist eine dichte Kiste hier durch die Dichtung. Das haben wir extra so nach unseren Wünschen anfertigen lassen. Wer da kommt. Guck mal, wer da kommt. Eure Freunde. Ja, Uli und Gunnar. Die wollten eigentlich auch mit dem MAN kommen, aber leider sind die da ein bisschen am Basteln im Moment. Leider sind die ein bisschen am Ja, Basteln. sonst wären die ja mit dem Auto hier. Ja, da hätten wir noch einen Film gedreht. Ja, da vorne ist der Außengasanschluss. Das Ganze sieht ja schon so aus, als käme das vom Profi-Aufbauer. Was habt ihr denn gelernt? Ich bin gelernter Schlosser und habe noch einen Maschinenbautechniker gemacht und der Dirk ist Dachdeckermeister. Das Dachdeckermeister. Gut, das hilft. Ich zeige mal gerade hier vorne, da ist der Gastank. Ja, genau. Das ist wirklich was ganz Feines. Ich habe selber einen Gastank, LPG, Tankstelle ranfahren. Auf jeden Fall.
und Ende Gelände. Ja, genau, Ende Gelände. Und das ist relativ einfach. Und Gas hat halt den Vorteil, wenn du damit heizt, du musst nicht mit dem Höhenkit von der Dieselheizung gehandicapt. Weil ich glaube, die Dieselheizung haben ab 3000 Höhenmetern Probleme. Und mit der Gasheizung hast du nie Probleme. Und du hast auch weniger Abgase, wenn du halt hier die auf dem Campingplatz betreibst. Ich zeige mal gerade hier unten drunter, wie schön der gemacht ist. Das heißt, auch unten drunter, ihr seid ja gut, ihr seid aus Nordrhein-Westfalen, aus Remscheid, ihr seid Deutsche. Da wird das ordentlich gemacht, auch an den Stellen, wo man es nicht sieht, oder? Ja, klar. Da haben wir schon mal öfters Meinungsverschiedenheiten, dass ich das ordentlicher bauen wollte als der Dirk, aber wir haben uns dann immer geeinigt. So, ihr beide kennt euch schon etwas länger, denn im Prinzip er hat dich dann bewogen, da ein bisschen mitzumachen. Ja, er hat mich da vorangetrieben, ne? Mit seinem jungen Ehrgeiz und Elan. Und ich musste das eben halt auch alles neben dem Geschäft her machen. Aber gut, wie gesagt, es ist was Schönes bei rausgekommen und da kann man stolz drauf sein. Großes Thema, 7,5 Tonnen. Die Kabine ist die Originalkabine? Die war damals von dem Schlauchwagen drauf, ja. Hier hinten war noch eine Ladebordwand dran, die haben wir dann abgebaut und verkauft und dann mit 2 Blechen das zugemacht, dass das auch entsprechend dick isoliert ist, wie der ganze Koffer mit 60 mm Dämmung. Das heißt, der ist voll wintertauglich. Okay, ganz großes Thema ist Kältebrücken. Das heißt... Da ist der Dirk der Fachmann für. Achso, als Dachdecker. Ja, also Kältebrücken haben wir hier nicht zu erwarten, denn wir haben innen drin alles erstmal mit Holz ausgekleidet und die ganze Dämmung ist ausgeschäumt in den Nähten. Also das sollte alles gut funktionieren. Ja, da vorne, da sind die Klappen. Auch da sind die Schlösser drin. Ich nehme an, die sind selbst gebaut, die Klappen, oder kam das so? Selbst eingebaut. Die haben wir von einem Wohnmobilausbauer bekommen und dann haben wir den entsprechend ausgeschnitten und da richtig eingebaut und fachmännisch eingebaut. Ja. Auch da würde ich gerne mal reingucken, wenn ich darf. Ja, klar, kein Problem. Denn wenn man sich sowas baut, dann plant man das vorher wahrscheinlich, oder? Ich muss jetzt leider sagen, nein, wir haben nichts geplant. Ihr habt so reingezimmert. Die Planung ist eigentlich bei mir im Kopf gewesen und es hat sich dann eben halt so ergeben, dass wir es so ausgebaut haben. Auf der anderen Seite ist die Elektrik, also die 220 Volt Verteilung und die Ladegeräte, die sitzen da. Genau, die werde ich mir auch gleich mal angucken. Das will nämlich jeder immer sehen. Das ist so, ich hab die gar nicht gesehen, die Klappe auf der anderen Seite. Der Feuerlöscher darf nicht fehlen. Nee. Hier vorne ist der Wassertank. Ja, hier ist der 200 Liter Wassertank hinter dieser Verkleidung hier. Da siehst du ihn auch. Stark. Und hier sitzen auch die Pumpen und alles drin. Da vorne ist auch, da ist geschützter Wassereinfüllstützen, dass man eben nicht mal einfach da Wasser abzapfen kann oder irgendwas Komisches reinmachen kann. Ne? Ja, damit ihr am nächsten Tag irgendwas Schlimmes erlebt. Ja, genau. So, Fahrräder, was wäre da möglich? Ja, hinten auf die Anhängerkupplung so ein Fahrradträger. Ach, stimmt, die ist ja da. Genau, ich vergaß. Ja. Das wird natürlich nicht montiert, sonst wäre der Lack ja ab. Das wäre nicht so schön. Ja, genau. Ihr fahrt aber auch damit ab und zu mal? Ja, jetzt haben wir den mal wieder rausgeholt aus der Halle, um hier hinzufahren. Ne? Okay, ja, sag mal so lieb, mach mal auf. Denn die Elektrik ist da drin? Ja, da ist die Elektrik, die 220 Volt Verdrahtung und die beiden Ladegeräte, sprich 220 Volt Ladegerät, dann ein Ladegerät, wo das vom Fahrgestell geladen werden kann und noch ein Solarregler. Solar ist am Dach? Ja. Wie viel? 2 Platten. 2 Platten, 240 oder? Ich glaube 2x100 sind das. 2x100 sind drauf. So, und da vorne habt ihr auch einen Wechselrichter dran? Ja. Ja, Wechselrichter ist aber im Fahrer oder im Aufbau drin, nicht hier. Okay, verstehe. Hier sehr schön. Eine Wassersteckdose für die Außendusche. Außendusche, ja. 220 Volt. Ja, Steckdose. Und hier warte, zeig mal. Ist der Umschalter vom Fäkalientank auf den Grauwassertank. Ach so, für die Entsorgung. Entsorgung. Ja. Wir haben das so gemacht, dass der Grauwassertank durch den Fäkalientank entleert wird. So wird er auch gleichzeitig immer ein bisschen gespült. Ich finde den total scharf. Da vorne ist natürlich der Feuerlöscher, der darf nicht fehlen. Auf jeden Fall, Safety First. Ja, das Schöne ist ja am Feuerwehrauto, wenn der Feuerlöscher... Wo war der Feuerlöscher? Ja. Nee, schön. Ja, die Fenster, das sind ja auch da die Qual der Wahl. Man sucht so Fenster immer, oder? Ja, das sind die Seitz-Fenster, Seitz S4. Die haben ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Klassiker, oder? Ja, ist halt ein Kunststofffenster. Das ist halt der einzige Wermutstropfen. Ne? Okay, der Nachteil ist, wenn man dann an Bäumen vorbeifährt und die mal richtig kratzen, dann kann es sein, dass die auch mal einen Schaden nehmen. Deswegen haben wir die ja extra versenkt eingebaut, dass sie nicht überstehen, dass sie nicht so schnell halt verkratzen. Ja, ich habe immer das Glück, dass ich an irgendwelchen abgeschnittenen Ästen vorbeifahre, die sich dann auch noch anpassen an der Versenkung. Die sind dann natürlich auch im Lack drin. Ne? Ja, was soll's.
Ist halt so. Ja. So, ich gucke mal gerade da vorne, da kann man draufsteigen. Ihr habt natürlich Hörner da drauf, die waren schon. Das sind die alten Feuerwehrhupen. Von der, Dü, dü, dü. ja, aber ohne den Tonfolgeschalter und die machen schon ein bisschen Krawall. Mach mal. Achso, Hier am Campingplatz darf man nicht. Ja, keine Luft drauf, ist nicht so schlimm. Ja, die Räder, auch die sind geändert? Auch die sind geändert auf Single-Bereifung. Das ist eine Größe, die du weltweit eigentlich bekommst. Jetzt nochmal, warum Single-Bereifung? Ich meine, hat er Vorteile, wenn ihr hinten jetzt Zwillingsreifen hättet? Eigentlich nicht, weil zwischen den Zwillingsreifen kann sich ja auch Dreck ansammeln und Steine und dann kann der die dann aufschlitzen, die Platzen. Felgen. Und das ist auch wirklich, also ist es nicht nur so dahergesagt, das passiert wirklich. Das wird auch wirklich passieren, ja. Im Sand ist besser, das Das heißt... ist ein Allround-Reifen, ein Baustellenprofil, der kann alles ein bisschen, aber nichts perfekt. Der darf auch im Winter. Der darf auch im Winter, ja. Ja, dann gehen wir mal rein. Spannend. Das heißt auch hier, wenn man so ein Fahrzeug abholt bei der Feuerwehr, die werden jetzt laufend verkauft, solche Fahrzeuge? Ja, du kriegst wieder, musst du halt im Internet gucken. Meistens gibt es da spezielle Händler für, die eben halt entsprechend auch anbieten. Und dann muss man halt auch schnell zuschlagen, weil das Interesse nach dem Fahrzeug war schon groß damals. Spätestens nach diesem Video wird es noch größer. Ein 914er Baujahr? Baujahr 91. 91. Also wenn die... Nächstes Jahr hat uns schon der TÜV gesagt, könnte der durchaus ein H-Kennzeichen kriegen. Also historisches Kennzeichen, was den Vorteil hätte, dass man in die Umweltzonen in den Städten in Deutschland reinfahren darf und von der Steuer her interessant ist. Ja, das ist nämlich ein Riesenthema. Und hier vorne ist der Aufbau, da sind so noch die Folien dran, das heißt, der soll ja auch veräußert werden. Das macht immer Spaß, wenn da noch Folien dran sind. Ne? Ja, das sieht, damit da auch nicht der Neuluck oder so reinkommen, ne? Einfach nur ein Schutz auch. Das sieht auch schön aus. Er sieht aus wie neu, er ist quasi neu. Ist quasi neu, ja. Ja, und das heißt, der Aufbau, ihr habt da euch wirklich große Mühe gemacht. Ja, ich gehe mal kurz vor. Vielleicht fangen wir mal vorne an. Da ist wieder die Dusche. Richtig, du gehst durch die Dusche, also Schmutzschleuse rein. Dahinter ist dann in dieser Dreieckstür die Toilette. Ist das schwer, da das auf und reinzuklappen? Nein. Geht es schnell? Das geht schnell. Kannst du ja mal Sag eben mal. zeigen, Dirk. Siehst du? Keine 10 Sekunden. Das war's. Ja, das Und das war's. ist auch sicher, das heißt, das Ding kann nicht hochklappen. Man kann es nochmal sichern zusätzlich? Ja, wir haben da noch sicherheitshalber ein Spanngurt drum. Da machen wir noch was Richtiges hin, dass das vernünftig gesichert ist. Aber ja. Und dann ruckzuck wieder raus, ne? So, jetzt hat man ja die Gefahr, dass man stürzen könnte. Das ist aber gemildert, weil ihr habt vorne einen Griff. Ja, wir haben extra da einen Griff angebaut, wo man sich auch vernünftig festhalten kann. So, da vorne ist die Antenne drauf. Da fängt das Problem schon an. Ist der aus Metall, der Koffer? Ja, und das ist ein Stahlkoffer. Dann geht's, oder? Ja. Antenne. Das ist nämlich immer so ein großes Thema. Ich gehe mal hoch. Hier vorne, da ist die Dusche drin. Da liegt zwar jetzt ein Teppich mit drauf. Das heißt, man kann direkt im Eingang duschen. Ja, du kannst direkt im Eingang duschen. Da ist auch direkt hinter der rechten schrägen Tür ist auch der oder der Duschkopf. So, wenn du mal kurz vorgehst, am besten, dann kann man das mal zeigen. Denn ihr habt eine Luftheizung mit drin. Ja. Die ist natürlich an der Stelle. Ah, ich kann es aufklappen und kann den. Genau. Und dann hast du hier ein großes Badezimmer und hast hier den Innenraum abgeschirmt wegen dem ganzen Wasserspritzern. In den Wasserspritzern. Kaufpreis, was habt ihr euch vorgestellt für den? Ungefähr 175.000. 175. Ja. So, nur, dass man ungefähr mal weiß. Ja. Wer sich da ein bisschen auskennt, Expeditionsmobile in der Größe, Ja. neu, da liegen wir schon mal gern bei 500. Richtig. Da sind aber die 300 LKWs sind- auch nicht neu. 300 sind es auf jeden Fall, aber 500 können es auch ganz schnell werden. Ne? Toll, also ich bin ganz beeindruckt, denn hier vorne habt ihr natürlich auch das mal wieder wiederholt. Ihr habt auf dem Kühlschrank den Spiegel gemacht, das erweitert den Raum. Ja, optische Raumerweiterung und die Damen, die wollen sich ja auch immer schön im Spiegel angucken. Und das ist dann eben halt ein nettes Gimmick, ne? Ja, der sieht toll, der ist nüchtern. Das ist das, was der Markt will, gell? Das heißt, die Ja. Leute, die wollen ja jetzt nicht so wie im Morelo so irgendwie Nein, der Deckchen. ist ja grundsätzlich hell und dann haben wir gesagt, ein paar dunkle Akzente müssen wir setzen und dann haben wir diese Melamin oder diese Ausbauplatten gefunden, die wir ganz nett fanden von der Optik her. Und dann haben wir einen richtigen Eyecatcher, hier eine Labrador Granit-Arbeitsplatte rein. Eine was? Labrador Granit ist das. Labrador Granit, die ist echt. Ja, die ist echt, das ist eine echte Granitplatte. Zuladung. Ja, du hast eben mal kurz darüber gesprochen, 7,5 Tonnen. Ja. Der wiegt leer, wie viel? Wir waren auf der Waage, waren knapp 7 Tonnen, ja. Knapp 7 Tonnen. Das heißt also eher, wie ist dein Nebengewicht? Und ja, so knappe 100, ne? 100 und du auch? Nee. Nee, ich bin leichter, ich habe nur 85.
185 wären dann schon weg quasi. Ja, aber bei den 7 Tonnen ist ein Fahrer mit 70 Kilo drin. Das muss so eingetragen sein, Ja, gell? genau. Das ist, glaube ich, Vorschrift. Dass Ja. im Gewicht ist, glaube ich, noch ein Tankvolumen ist noch ein bisschen drin, gell? Ja, Tank muss, glaube ich, 80% voll sein. Ist das jetzt zugelassen, das Wohnmobil, gell? Ja, Sonder-Kfz-Wohnmobil, richtig. Ja, toll. Hinten, da habt ihr natürlich jetzt einen Teppich festgemacht. Das hat mehrere Gründe, denn Feuchtigkeit ist, glaube ich, ein Thema. Nee, wenn du nachts dich umdrehst, dann kommst du nicht gegen eine kalte Wand, sondern gegen was Warmes mit den Armen. Ist schön. Hat sich ganz gut bewährt in dem anderen Auto. Und ja, haben wir jetzt hier übernommen und das ist so Ton in Ton und ist eben halt. Lange nach einem Teppich gesucht, der dann auch passte, und dann hast du durch Zufall den von der Farbe gefunden. Ja. So, da vorne ist die Truma. Wieder eine Truma Gas Luftheizung oder Luftheizung mit integriertem Boiler für Warmwasser. Genau, Gasanzeige. Hubstützen macht man normalerweise nicht bei solchen Autos, gell? Dass du den ausgleichen kannst. Genau, ja. Der hat hier einen Vorteil, du hast eine luftgefederte Hinterachse, damit kannst du den, ich glaube, bis knapp 20 cm 20? Knapp 20, nicht ganz. Ehrlich? Ausgleichen, ja. Wow. Das heißt, du kannst rauf und runter gehen? Nee. Ja. Okay, cool. Ja, da vorne, da sind Fächer, wenn du da mal kurz aufmachst. So, hier, da ist ein Oberschrank, Ja. den haben wir selber gebaut, und dann hier einen kleinen Apothekerschrank. Ja, praktisch. Das ist aber ordentliche Technik, Ja. wenn ich das so sehe. Das heißt, du bist ja auch da entsprechend begabt als Dachdecker. Da ist mit Holz kann man arbeiten. Ja, gut, ich sag mal, die Schränke und so haben wir alle selber gebaut. Und ja. So, und da vorne, da ist das Waschbecken. Ich sehe schon, ist es so ähnlich aufgebaut wie in dem anderen nebenan, was genau. hier steht. Aber ihr habt doch einiges modifiziert. Alles ein bisschen schicker jetzt. Hier ist das Bett ein bisschen breiter, das ist 1,60 breit und drüben ist es nur 1,40 breit. Das heißt, hier hast du ein bisschen mehr Platz auch nachts. Ja, ihr wart jetzt wahrscheinlich schon mal raus mit dem Auto. Was haben die Leute gesagt draußen? Alle, die das bis jetzt gesehen haben, haben gesagt, das ist aber ein schönes Auto. Waren alle begeistert. Ja, alle begeistert, und die sagten alle, boah, das ist aber ein schönes Rot. Ich zeig mal gerade hier um die Lichtleiste. Das sind so Kleinigkeiten, die man dann hat. Es muss ja auch Licht geben Ja. bei dem ganzen Fahrzeug. Dann habe ich habe es relativ hell durch die großen Fenster. Ja. Die Seitsfenster, die sind jetzt aus Kunststoff, gell? Ja, sind aus Kunststoff, genau. Genau, das heißt hier vorne, da habe ich auch ordentliche Verriegelungen. Das heißt, selbst die aufzukriegen, das ist auch nicht so einfach, oder? Ich denke mal, die Höhe ist dabei schon Die Höhe. entscheidend. Ne? Ja, schön. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Wenn ihr mal gerade hier mal aufmacht, da würde ich mal gerne reingucken. Das ist der Kleiderschrank. Ja. Der ist auch groß, den gibt es zweimal dann. Zweimal hinten gibt es das, aber ohne Fächer zum Hängen, dass man da auch mal Okay. Sachen hinhängen kann. Ne? So, ihr habt ein Radio mit drin, natürlich Richtig, mit den Lautsprechern. DAB und allem, was heute Standard ist. Autarkie, großes Thema. Lithium. Ach so, die Batterien. Ja. Wir haben uns ganz bewusst für die normalen Bleisäure-Batterien entschieden. A, sind die günstiger, B, die halten auch nicht wirklich wesentlich kürzer oder länger als diese teuren Gel- oder Lithium-Batterien. Ja. Und wenn sie nach 2-3 Jahren hin sind, dann holst du halt 2 neue Batterien und fertig. Ja, der Riesenvorteil ist auch noch, die Technik ist viel einfacher, man kann sie weltweit reparieren. Genau, Ja. richtig. Die Medaille hat immer zwei Seiten. Ja, auf jeden Fall. So, hier könnte jemand schlafen. Ja, das ist als drittes Bett ausgelegt. Das hast du 1,90 mal knapp 1 Meter Liegefläche. So, Bauzeit, wie lange habt ihr gewerkelt? Ich glaube, wir haben das Fahrgestell 2017 geholt, dann erstmal das Fahrgestell gemacht und dann langsam den Innenausbau. Quasi ein Hobby. Im Hobby, alles in der Freizeit, alles nebenbei. Ich bin ganz begeistert. So, guck mal noch mal kurz ins Führerhaus rein. Ja, gerne. Ich zeige noch mal gerade da unten. Ist es noch nicht zu 100% fertig oder so fast? Also 97,8%, aber eigentlich schon. So, und da vorne ist die Luftheizung. Die Stark. Luftheizung ist hier unten drunter. Der Tedford, der neue Automatik. Ja, der schaltet um automatisch von 12 Volt, 220 Volt Gas. Cool. Und da hinten ist der Ausgang für die Luftheizung. Hier sieht man noch ein bisschen die Luftrohre. Ja, hier ist die Heizung. Genau, auch da hat man Klappen, dass man überall drankommt. Genau. Gashähne sind hier, die sind gut zugänglich. Gaswarner ist da unten einer drin, hier ist ein einer über Gaswarner. dem Bett. Ist das Thema Gas denn überhaupt ein Thema? Man hört immer so viel über Gas, aber ADAC sagt, Gasunfälle gibt es gar nicht so oft. Aber der ist drin, der Gaswarner. Das könnte ja auch mal Ja. normales Gas Ja, austreten. genau, Ja. richtig. Habt ihr das jemals erlebt? Habt ihr mal von jemand gehört, der einen Gasunfall hatte? Nö, ich bis jetzt nicht, ne. Also ich auch noch nicht. Nee, deswegen. Der muss halt alle 2 Jahre zum Gastüv, das ist auch wichtig, das finde ich, sollte man auch machen. Und wenn da alles abgedrückt ist und dicht ist, dann ist das eigentlich eine gute Sache. So, dann gehen wir nochmal raus. Ja. Auch ich in meinem Alter werde jetzt mal diese Treppe runtergehen, aber es gibt ja den Handlauf. Den Ja, habt ihr genau. da eingebaut und den gibt es auch zweimal. Einmal ja. zum Aufmachen. Und einmal, um hier auch mal ein Handtuch oder so drüber zu hängen, wenn die Tür dazu ist. Ne? Ja, sehr schön. Ja, auch die Tür.
Türen sind ja wichtig, das heißt, die müssen funktionieren. Auch da braucht man einen Hersteller, wo man sie 1000-mal auf und zu machen kann. Was ist das für ein Hersteller? Das ist von WAS, das ist eine Tür aus einem Sprinter-Krankenwagen. Die sind Krankenwagen. aus dem Krankenwagen, die sind super massiv, super stabil. Da haben wir nie Probleme gehabt. Die ist fast dieselbe Tür wie im Weißen. Sehr schön. So, das Fahrerhaus. Denn auch da, wenn die natürlich so lange benutzt waren, da muss man die neu beziehen. Ja, genau, dann haben wir die einmal neu beziehen lassen. Da wir damals schon wussten, dass das Auto rot wird, haben wir gesagt, dann müssen wir die Sitze entsprechend auch machen. Haben die dann im schwarz-roten Leder halt beziehen lassen. Der war aber nicht in dem Rot damals, oder? Nein, der war etwas ein leuchtenderes Rot. Ja, ja. Boah, ist das schön. Haben wir den Himmel Baumwoll beflocken lassen, weil der Himmel halt einfach in dem Braun abgenutzt aussah und das sieht einfach nur frisch und freundlich aus. Ja, und das geht auch so schnell nicht kaputt, oder? Nein, nein. Stark. Auch hier vorne habt ihr das beziehen lassen, das ist auch neu? Auch Leder. Geräuschdämmung, ja, da kann man wahrscheinlich richtig viel Zeit investieren, oder? Ja, aber der ist schon um einiges leiser als der Weiße. Da merkt man doch schon die 11 Produktionsjahre dazwischen, dass die doch was mehr an der Dämmung getan haben. Die guten Isri-Sitze, das heißt, die waren drin. Die waren drin. Ja. Wir haben sogar noch einen dritten Sitz für die Mittelkonsole. Das heißt, wenn man da mal was mitnehmen möchte. Genau. Toll. Also man könnte mit 3 Leuten fahren. Ja. Der ist auch noch für 3 Leute zugelassen. Man kann ihn auflasten. Man Ja. kann ihn auflasten auf 9 Tonnen. Ne? 9,3 Tonnen. 9,3 Tonnen. Okay, das heißt, wenn jemand einen großen Führerschein hat. So, dann machen wir noch ein bisschen Werbung für euch. Ihr wollt das Ding verkaufen. Wenn das jemand sieht und sagt, habe ich großes Interesse, an wen soll er sich wenden? An mich oder an Dirk? Das ist völlig egal. E-Mail? Christoph.arns@googlemail.com. Also Christoph mit PH. Ja, mit PH. Punkt. Arns, ARNZ, arnz@gmail.com. googlemail.com. Oder Googlemail. Ja. Genau, ihr werdet das schon finden. Also, lieber Christoph, ich bin ganz begeistert von dem tollen Auto. 24-62-20, das war wahrscheinlich das Rufzeichen vom damaligen Feuerwehrauto. Ja, genau, der war bei der Feuerwehr Osnabrück, Georgsmarienhütte im Einsatz. Ist der cool. Ja, habt ihr denen denn mal ein Foto geschickt, was daraus geworden ist? Nee, noch nicht, haben wir noch nicht gemacht. Aber die sehen das jetzt. Also der war bei welcher Feuerwehr? Bei der Freiwilligen Feuerwehr von Georgsmarienhütte im Stadtteil Ösede. Wo liegt denn das? Georgsmarienhütte ist bei Osnabrück. Bei Osnabrück. Das ist in welchem Bundesland? Das ist, glaube ich, gerade eben Niedersachsen. Gerade eben Niedersachsen. Ich kenne mich ja nicht so aus, ich wohne ja in Frankreich. So, hier sind wir. Ja, toll. Auch hier habt ihr den Auspuff nach oben verlegt. Warte, ich zeige das mal gerade. Wenn du mal kurz zu mir kommst, kannst du mal berichten. Ja, das haben wir dann auch gemacht, eben weil die ja leider alle ein bisschen Luft brauchen immer morgens zum Starten und nicht mehr alle hundertprozentig dicht sind. Und wenn man dann in der Halle steht, will man nicht vergast werden und dann machen wir den halt nach oben und dann sind die Abgase halt auch weg. Ja, da ist die Druckluft. Da ist die Druckluftbremse, genau, eine Volldruckluftbremse. Die macht eigentlich keine Probleme. Unterbodenschutz, last but not least. Das kannst du mir noch mal kurz Ja. erklären. Wie geht man da vor am besten? Wir haben den Rahmen alle angeschliffen. Ja. Die Sachen, die blank waren, da waren eigentlich ganz 2, 3 Stellen, die haben wir dann mit Grundierung versorgt und dann mit einem dicken Chassislack lackiert. Einen dicken Chassislack. Ovatrol, kennst du das? Ja, Ist das gut? ich habe nur Positives von dem Zeug gehört. Genau, das ist aber nur dann, wenn Rost schon da ist, glaube ich. Oder? Ja, Die Oldtimer-Leute. Aber hier, da sieht man nichts. Also ihr habt wirklich alles abgepinselt. Das heißt, die großen Schwachstellen sind wahrscheinlich die Verbindungsteile, oder? Ja. Das heißt, wenn es da scheuert und reibt. ja genau. Ja, genau. So, der war noch nie im Rost, im Salz gefahren? Von der Feuerwehr vielleicht, aber bei uns auf keinen Fall. Oh, ich finde das toll. Die Offroad-Reifen, der Hersteller ist Bangkok. Hankook. So, die können das, oder? Das wurde uns gesagt, das wäre der preis-leistungsmäßig der beste Reifen. Ja, jetzt, wenn man jetzt einen Reifen mal wechselt, was wiegt der ungefähr? 135 Kilo. Das heißt, so alleine packt man nicht mehr. Ja, wird schwierig, geht, aber besser zu zweit. Schön. Christoph und Dirk, beide aus Remscheid. Ja. Und sie haben ein kleines Hobby, sie bauen nämlich solche kleinen Autos hier, ich zeige es mal gerade, aus Leidenschaft. Und ich muss sagen, da hätten Profis das auch nicht besser gemacht, muss ich sagen. Vielleicht so innen drin, da guckt man ja auch schon mal immer, was ist jetzt italienischer Schick oder sowas, ja. Aber das kann sich ja jeder nochmal ändern. Das heißt, einen Boden mal ändern oder so, das geht. Sicher, das geht, aber wir haben das auf Robustheit gebaut und nicht hier nur auf Look. So, ist natürlich bei 7,5 Tonnen so Zusatzteile wie Klimaanlage und so weiter, da sollte man ein bisschen rechnen mit dem Taschenrechner, oder? Auf jeden Fall und in meinen Augen bringt das auch nicht so viel. Du kannst hier super lüften, wir haben noch nie wirklich da drin geschwitzt. Das ist eigentlich von der Dämmung her super. Genau, das Einzige, wenn ich mal in Italien bin und habe 100% Luftfeuchtigkeit bei 34 Grad, da machst du schon mal gerne an. Ja, okay, dann ja. Super. Euch beiden vielen, vielen Dank. Ja, wenn ihr Lust habt,
Auch wenn es schon weg sein sollte, ja. Das Einfachste ist, du sagst mir Bescheid, wenn es weg ist, dann schreibe ich das in den Text mit rein, nicht, dass dein Postfach überläuft. Ja, so ist es nämlich, da steht er, 7,5 Tonnen, ein ehemaliges Feuerwehrauto, ein Schlauchwagen, korrekt? Ja. Ein Schlauchwagen von der Feuerwehr. Vielen Dank für euch, gell? Ja, Tschüss. danke. Gerne, ciao.